Hallo liebe FC Bayern-Fans, Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Das Topspiel des 24. Bundesliga-Spieltages. Und dazu gibt es heute meine FC Bayern München Prognose mit der bestmöglichen Aufstellung von Trainer Vincent Kompany und natürlich die wichtigsten Infos zum FC Bayern vor dem Megaspiel in Dortmund. Und nicht vergessen, mit 3 Punkten jetzt könnte der FC Bayern München höchstwahrscheinlich schon die Meisterschaft holen. Jetzt bist du aber erstmal gefragt, wie sieht dein Tipp für den BVB gegen Bayern aus? Ab damit in die Kommentare. Und ja, wenn du mehr Bayern-Prognosen von Werners Fußballecke sehen möchtest, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da fürs Video, abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke und du verpasst kein FC Bayern Video mehr. Schauen wir uns jetzt mal an, wie Kompany die Bayern in der Abwehr aufstellen könnte. Gegen Dortmund sollte auf jeden Fall die bestmögliche Startelf stehen. Denn mal ehrlich, wie gesagt, mit einem Sieg beim BVB wären wir wahrscheinlich schon fast deutscher Meister. Daher würde ich auf jeden Fall Jonas Urbik ins Tor stellen. Warum? Klar, Manuel Neuer ist und bleibt die Nummer 1, aber meiner Meinung nach sollte er nur spielen, wenn er wirklich zu 110% fit ist. Und das glaube ich aktuell halt nicht. Also für mich Urbik in der Startelf. Konrad Laimer ist wieder fit und muss auf jeden Fall gegen den BVB spielen. Er kämpft von der ersten Minute, beackert seine Seite von oben bis unten und gibt keinen Ball verloren. Dazu ist er mit knapp über 34 km/h aktuell der zweitschnellste Bayern-Spieler. So ein Spieler braucht jedes Top-Team der Welt. Und ja, wir haben ihn. In der Innenverteidigung gibt es kaum bessere in Europa als Tah und Upamecano. Beide haben ein super Stellungsspiel. Tahs Pässe kommen zu 96% an, ebenfalls ein Megawert. Upamecano ist dazu mit auch knapp über 34 km/h der sechstschnellste Bayern-Spieler, ebenfalls ein Topwert. Da Davies ja leider weiterhin ausfällt, spielt Laimer links und Stanisic auf der rechten Seite. Stanisic macht seine Sache auf der Position immer besser, muss man sagen. Er ist auch der viertschnellste Bayern-Spieler und seine Passquote von 90% kann sich ebenfalls sehen lassen. Ich hoffe wirklich, dass Trainer Vincent Kompany gegen Dortmund auf diese Bayern-Abwehr setzen würde. Nicht vergessen, mit Guirassy hat der BVB vorne einen richtig starken Stürmer. Da brauchst du einen Tah und Upamecano auf jeden Fall. Also ja, das wäre meine Bayern-Abwehr für Samstag. Und ja, diese Defensive ist auf jeden Fall Weltklasse. Kompany hat zudem immer noch Optionen wie Kim, Ito oder auch Guerreiro, falls er in der zweiten Halbzeit wechseln will. Also auch genügend Power von der Bank. So, schauen wir uns mal kurz die aktuelle Fußball-Bundesliga-Tabelle vor diesem Topspiel an. Bayern liegt mit 8 Punkte Vorsprung vor dem BVB. Heißt also, mit einem Auswärtssieg in Dortmund hätten wir schon 11 Punkte Vorsprung. Bei noch 10 Spieltagen und 30 möglichen Punkten. Und ehrlich, wenn Bayern gewinnt, glaube ich nicht, dass Dortmund da noch 4 Spiele mehr gewinnen wird, als wir bzw. wir 4 Spiele verlieren werden. Klar, bei einem Unentschieden wären es immer noch 8 Punkte Vorsprung. Das sollte für Bayern locker reichen, um bis zum 34. Spieltag Meister zu werden. Aber ja, der BVB hätte dann noch theoretisch seine Chancen auf Platz 1. Und wenn Dortmund am Samstag gewinnen sollte, dann wären es halt nur noch 5 Punkte Rückstand. Da ist dann noch alles möglich in den restlichen Bundesligaspielen. Nicht vergessen, die Bayern wollen ja auch in der Champions League ins Finale kommen. Da könnte der ein oder andere Punkt in der Bundesliga auf der Strecke bleiben. Also Bayern, holt euch diese 3 Punkte im Signal Iduna Park und macht euch zu 99,5% zum deutschen Meister und das zum 35. Mal. So, dann schauen wir uns jetzt das Bayern-Mittelfeld an. Ja, auf jeden Fall klar, Joshua Kimmich und Alexander Pavlovic. Besser geht's kaum, auch nicht in Europa. Beide stark gegen den Ball, beide mit super sicheren Passspiel. Pavlovic ist aktuell sogar noch etwas stärker im Passspiel als Kimmich. Aber Kimmich,
der liest so ein Spiel wie kein zweiter. Solche Topspiele sind seine Bühne. Pavlovic hat bisher 52% seiner Zweikämpfe gewonnen und 95% seiner Pässe kamen an ebenfalls ein mega Wert. Also Kimmich und Pavlovic definitiv in der Startelf gegen den BVB. Dazu hast du dann natürlich noch einen Leon Goretzka oder auch Tom Bischoff, die locker in der zweiten Hälfte kommen könnten. Schauen wir mal kurz auf die letzten Bayern-Spiele beim BVB. Wenn man genau hinsieht, sind wir irgendwie der Angstgegner für Dortmund im eigenen Stadion. Der letzte Heimsieg von Dortmund war nicht mal in der Bundesliga, sondern beim 2:0 im DFL Supercup-Finale 2019-2020. Der letzte Bundesligasieg, der war 2018-19, da ein 3:2 Sieg. Also schon eine ganze Weile her. Aber Achtung, Dortmund, darf man niemals unterschätzen. Aktuell erst recht nicht. Denn in der Bundesliga, in den letzten Bundesligaspielen, 10 Bundesligaspielen, haben sie kein einziges Spiel verloren. 7 Siege, 3 Unentschieden. Also Bayern mit Respekt und voller Konzentration in dieses Spiel. Dann ist ein Auswärtssieg absolut möglich. Natürlich muss man schauen, wie der BVB gerade jetzt nach dem Champions League aus moralisch drauf ist. Vielleicht kommt uns das ja jetzt auch nochmal entgegen. Also nochmal, holt euch jetzt diese 3 Punkte und wir sind zu 99,5% deutscher Meister. Und das hier wäre meine Bayern-Offensive für das Spiel gegen den BVB. Ganz ehrlich, da muss Vincent Kompany eigentlich nicht viel ändern. Das ist aktuell für mich persönlich die stärkste Offensive in ganz Europa. In knapp 35 Spielen, egal ob Bundesliga, Champions League oder DFB-Pokal, haben Luis Diaz, Harry Kane und Michael Olise zusammen einfach mal 75 Tore erzielt. Richtig, 3 Spieler, 75 Tore beim FC Bayern. Und damit nicht genug. Olise hat zusätzlich noch starke 25 Vorlagen aufgelegt, Diaz immerhin 15. Also für mich ganz klar, links Luis Diaz, rechts Michael Olise auf jeden Fall gesetzt. Auf der 10er-Position hoffe ich wieder auf Jamal Musiala. Er braucht diese Startelf-Einsätze, um nach seiner langen Verletzung wieder in seine absolute Topform zu kommen. Und ein Musiala in Bestform wird für den FC Bayern München gerade auch in der Champions League noch extrem wichtig werden. Und vorne drinne natürlich Mr. Harry Kane. Für mich aktuell ganz klar der beste Stürmer der Welt. Allein seine Bundesliga-Bilanz bis zum 24. Spieltag ist einfach mega. 28 Tore in 23 Spielen. Zum Vergleich, Kylian Mbappé von Real Madrid kommt in 23 Ligaspielen aktuell auf 23 Tore. Klar, auch ein guter Wert, aber Harry Kane deutlich besser. Oder Erling Haaland bei Manchester City, 27 Spiele in der Liga, 22 Tore gemacht. Also Kane ist für mich aktuell auf jeden Fall die Nummer 1. Trotzdem, auch wenn Dortmund in der Champions League raus ist, darfst du sie auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Ein Guirassy kann an einem guten Tag aus 3 Chancen 2 Tore machen. Aber Bayern hat 85 Bundesligatore, Dortmund 49. Das spricht schon eine klare Sprache, was gerade die Offensivpower angeht. Ich bin auch mal mega gespannt, wie Niko Kovac den Ausfall von Julian Ryerson ersetzen will. Ryerson ist nämlich nicht nur defensiv wichtig für den BVB, sondern auch der beste Vorlagengeber in Dortmund. Und wenn du einen Luis Diaz zusammen mit Leimer über die rechte Dortmunder Seite kommen lässt, da bin ich wirklich gespannt, wie man diese 2 Bayern-Spieler kontrollieren will. Aber liebe FC Bayern-Fans, das hier wäre für mich aktuell die bestmögliche Aufstellung von Vincent Kompany für das Spiel jetzt dann bei Borussia Dortmund. Und von der Bank hast du immer noch Optionen wie Lennart Kahl oder Serge Gnabry, die dir in der Halbzeit 2 nochmal richtig Offensivpower geben können, je nach Spielstand.
Ganz ehrlich, ich hoffe nur, dass uns Kompany nicht mit unbedingt Nicolas Jackson in der Startelf überraschen wird. Und jetzt wird's taktisch richtig spannend. Mit dieser Aufstellung wird Bayern natürlich in einem 4-2-3-1 starten, aber im Ballbesitz wird das Ganze deutlich natürlich variabler. Ganz wichtig, Dortmund muss auf Jürgen Ryerson verzichten, Gelbsperre, und genau da könnte Bayern ansetzen. Wenn links Luis Diaz spielt und dahinter Leimer immer wieder mit Tempo hinterherläuft, dann wird das richtig unangenehm für den BVB. Gerade über diese Seite könnte Bayern extrem viel Druck erzeugen. Im Zentrum hast du mit Joshua Kimmich und Pavlovic zwei Spieler, die das Spiel kontrollieren können. Ich glaube, Kompany wird viel Wert auf Ballbesitz legen, Dortmund laufen lassen und dann im richtigen Moment vertikal beschleunigen. Denn Dortmund wird wohl auch mit Emre Can spielen, der nach Verletzung und Champions League aus erst sein zweites Spiel gegen Bayern macht. Da könnte Bayern gezielt Pressing-Momente setzen, gerade wenn Can unter Druck gerät. Dann haben wir da noch Nico Schlotterbeck, der nach seiner Verletzung auch wohl wieder starten wird. Matchpraxis wahrscheinlich noch nicht richtig bei 100%. Und genau da könnte Harry Kane ansetzen. Viel bewegen, viel rausziehen, Räume öffnen, ja, für einen Jamal Musiala. Ich könnte mir vorstellen, dass Bayern früh presst, aber nicht blind. Eher situativ. Wenn der Pass ins Zentrum kommt, sofort Druck. Wenn Dortmund über die Außen aufbauen will, aggressiv doppeln. Mit Upamecano und Tah hast du zwei schnelle Innenverteidiger, die hoch verteidigen können. Das heißt, Bayern kann die Abwehrlinie weit nach vorne schieben und das Spiel eng machen. Und offensiv, ganz klar, viele Positionswechsel zwischen Musiala, Olise und Diaz. Kane lässt sich fallen, Musiala startet in die Tiefe, Olise zieht nach innen, Stanisic überläuft außen. Das Ziel wird sein, Dortmunds Defensive ständig in Bewegung zu bringen und sie nicht in ihre Zweikämpfe kommen lassen, das wäre halt dann auch nicht gut. Und ganz ehrlich, wenn Bayern es schafft, früh ein Tor zu machen, dann könnte das Spiel komplett in unsere Richtung kippen. Aber volle Konzentration, keine leichten Ballverluste im Zentrum, denn mit einem schnellen Umschaltmoment kann Dortmund immer gefährlich werden. Also ich glaube, kontrollierter Ballbesitz, gezielte Tempowechsel, Druck über die Außen und hohe Intensität gegen den Ball. So könnte Kompany dieses Topspiel auf jeden Fall angehen. Ja, und mein Bundesliga-Tipp für Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Gut, nachdem der BVB jetzt gegen Atalanta verloren hat und damit mal gar nicht positiv in dieses Spiel gegen uns kommt, tippe ich auf ein 3:2 Auswärtssieg für die Bayern. Und jetzt bin ich gespannt, wie würdest du die Bayern gegen Dortmund spielen lassen und was tippst du für den BVB gegen Bayern? Holen wir uns quasi in Dortmund jetzt den Meistertitel oder deine Prognosen ab in die Kommentare. Ja, liebe Bayern-Fans, also dann am Samstag Daumen drücken, bleibt sportlich und bis zum nächsten Bayern-Video auf Werners Fußballecke. Also bis dann, tschüss.